Hallo und moin moin zu einer neuen Folge der Volto Smart Facts. In dieser Folge möchte ich dir gerne den Schneider Electric Space Logic 4 Zoll Mini Touch vorstellen. Mit dem Space Logic 4 Zoll Mini Touch knüpft Schneider Electric bzw. auch Merten am Ende vom Tag an die Erfolgsgeschichte des sogenannten Multitouch Pro von Merten an. Zuerst fällt schon mal auf, die Verpackung ist schon mal umweltfreundlich aus recyceltem Papier. Das ist in der heutigen Zeit ja doch sehr, sehr wichtig. Und am Ende vom Tag, ja, wie soll es anders sein, ist es ein schwarzes Touch-Display. Ausgeschaltetem Zustand, nicht wirklich aussagekräftig, das kann man dazu sagen. Aber das zeigt aber auch in einem direkt schon die Neutralität des Geräts. Es passt definitiv zu jedem Schalterprogramm, was ich im Haus habe und fügt sich wirklich ganz toll damit ein. Wir sehen auf der Vorderseite eine Glasoberfläche. Im ausgeschalteten Zustand komplett schwarz. Das heißt, ich habe auch nicht irgendwelche farblichen Akzente drauf. Entsprechend ist das Gerät sehr, sehr neutral gehalten. Umrum haben wir einen Kunststoffrahmen, der so ein bisschen metallisch wirkt. So hat so einen dunkelgrauen, edelstahlfarbigen Look. Auch das gefällt mir wirklich gut. Ist ein sehr neutrales Gimmick im Design. Drehen wir den Taster jetzt mal in alle Richtungen, dass wir das Teil auch mal von hinten sehen. Fällt schon mal auf. Wir haben selbstverständlich, wie es bei einem Tastsensor bzw. einem Touch-Display normal und üblich ist, wir haben die 24 Volt Spannungsversorgung. Bitte achtet darauf, dass ihr diese auch durchbrückt im Haus. Nicht, dass ihr nur die KNX-Versorgung habt. Und natürlich auch die KNX-Klemme, um das Gerät an den KNX dran zu bringen. Des Weiteren haben wir hier unten einen USB-Anschluss. Also ein Micro-USB, der dafür da ist, um auf das Gerät weitere Logos, Hintergrundbilder und sonstige Features, wie zum Beispiel auch ein Software-Update installieren zu können. Das heißt, dieses Gerät ist in der Lage, auch über die Jahre hinweg mit zu lernen und noch erwachsener zu werden. Den 4 Zoll Mini Touch habe ich jetzt mal in unsere Mustertafel eingebaut, um ihn mit Spannung und mit KNX zu versorgen. Der Taster begrüßt uns mit einem Standby-Bildschirm. In dem Fall habe ich gesagt, dass die Uhrzeit angezeigt werden soll. Gleichzeitig wird mir auch das Datum und der Tag angezeigt, sodass ich das entsprechend direkt ersehen kann. Natürlich kann man in der Applikation auch sagen, dass das Display nach Zeit X, Y einfach schwarz sein soll, um entsprechend noch Energie zu sparen. Ähnlich wie es auch schon beim Multitouch Pro ist, der nicht abgekündigt ist, der ist auch immer noch erhältlich. Der Mini-Touch ist ergänzend oder erweiternd noch zum Multitouch Pro, das an der Stelle schon mal gesagt. Kann ich einfach durch das Display entsprechend durchwischen und habe somit die Möglichkeit, meine verschiedenen Funktionen auszuwählen. Der Mini-Touch ermöglicht es, auf 9 Seiten bis zu 6 Funktionen pro Seite abzubilden. Das heißt, ich könnte, wenn ich das Ding komplett belege, bis zu 54 Funktionen dort unterbringen. Im Grunde genommen habe ich verschiedene Funktionen, die ich abbilden kann. Vom Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertverstellung, RGBW, Tunable White, aber auch HKL, also Lüftungs- und Klimafunktion, ist alles mit im Gerät enthalten. Eine schöne Standardfunktion an sich ist klar das Dimmen. Das heißt in der Form, ich schalte immer über den kleinen Button oben an der Seite die Funktion an und kann dann entsprechend mit diesem Drehregler beispielsweise meine Beleuchtung dimmen. Kann aber auch einfach mit dem Finger auf den jeweiligen Punkt, auf den Punkt drücken und er springt dann auf diesen Wert zurück. Eine klassische Standardfunktion ist natürlich auch das Thema Jalousie. Hier habe ich der Jalousie-Funktion für einen Antrieb oder eine Gruppe eine ganze Seite spendiert, sodass ich auf einer Seite entsprechend die Jalousie auf-ab bzw. dadurch, dass Jalousie sind mit Lamellenverstellung, auch die Lamellen entsprechend verstellen kann. Wem diese Ansicht des Dimmens oder des Jalousieverstellens nicht ganz liegt, können wir das auch in eine Kombinationsseite bringen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Funktion Dimmen als Slider, nicht mehr als Drehkranz, sondern als Slider.
Und die Jalousie hätten wir jetzt hier in einer einfachen Funktion. Das heißt, ich kann hier per Tastendruck auf- und absteuern. Oder wenn ich jetzt doch mehr Features haben möchte, sind hier oben diese 3 Punkte. Da drücke ich drauf und bekomme dann diese Funktion nochmal in groß dargestellt. Mit dem Klick zurück auf Jalousie hier oben bei mir komme ich wieder auf die Hauptseite und habe somit die Bedienung relativ einfach. Ich habe hier mal eine Seite gemacht mit 3 Funktionen. In der Form sind das Schaltmöglichkeiten, wo ich dann einfach An-Aus-Befehle machen kann. Sind natürlich frei belegbar, diese Tastenfunktionen. Das sehen wir nachher in der Applikation noch. Was hier aber auffällt, das wird vielleicht den einen oder anderen nicht so ganz gefallen. Wir haben als Rückmelde Statusbeleuchtung, Status-LED immer nur eine grüne Farbe. Schneider Electric sieht es nicht vor, mehrere Farben oder Multicolor anzubieten. Da bleiben sie ihrem Schuh sehr treu und sagen, ein Status ist entweder weiß oder grün. Das schon mal vorweg. Die Logos, die wir hier sehen, sind jetzt die Standard-Logos von Schneider Electric. Wie am Anfang schon gesagt, ich könnte auch über einen USB-Stick entsprechend weitere Logos oder auch Bilder hochladen. Die Thematik RGBW finde ich ganz süß gelöst. Ich habe hier unten meinen Regler für die Helligkeit an sich. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, die Farbsättigung mit einzuschalten, beziehungsweise mit dem Bedienen des kleinen Farbkreises kann ich jetzt die entsprechende Farbe noch dazu wählen, sodass ich dann eine sehr, eigentlich ganz komfortable Möglichkeit habe, RGB-Steuerung auszuführen. Das war damals beim Multitouch Pro nicht ganz so cool. Tunable Byte habe ich auch noch mit reingenommen. Auch hier am unteren Slider die Möglichkeit, die Helligkeit grundsätzlich zu schalten und dann über den Drehkranz entsprechend meine Farbtemperatur einzustellen. Man merkt hier schon, vor allem bei diesem Drehkranz ist es so ein bisschen speziell, kann auch an meinen Fingern liegen, dass es nicht immer so ganz akkurat läuft. Hier ist ein kleines bisschen Fingerspitzengefühl im wahrsten Sinne des Wortes gefordert, um vor allem diese Funktion auszuführen, weil sonst wischt man auch gern mal ein Stückchen zu weit. Eine tolle Funktion ist auch das Thema Musik. Wenn man jetzt eine Schnittstelle im Hintergrund hat, um Sonos oder sonstige Musiksysteme anzusteuern, bietet der Mini-Touch auf jeden Fall auch die Möglichkeit, diese Schnittstellen anzusprechen, um somit auch Musikwünsche auszusteuern oder zu bedienen. Raumtemperatur genauso möglich, dass ich hier in der Form, wie es beim Dimmen auch schon ist, kann ich einfach meine Raumtemperatur einstellen und entsprechend, wie gehabt, ganz einfach bedienen. Das gleiche gilt dann auch für die Funktion Fan-Coil-Aktor oder Fan-Coil-Unit, FCU genannt in der Applikation, oder auch das Thema der Belüftungssteuerung. Man sieht, nach einer kurzen Zeit springt er immer wieder auf den Startbildschirm zurück. Das habe ich relativ eng gestellt, die Zeit, deswegen springt er auch in der Form relativ schnell zurück. Aber sobald ich den Taster einmal kurz betätige und näher komme, geht er direkt wieder auf den letzten Monitor oder letzten Bildschirm zurück. Hier noch ein kleiner Monitor mit 6 Funktionen. So wird das aussehen, wenn ich 6 Funktionen auf einen Monitor bringe oder einen Bildschirm. Schneider Electric nennt das Bildschirme. In der Form mit verschiedenen Szenen. Ich kann die Tasten frei belegen, so wie ich es am liebsten hätte. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Anfang angelangt. 9 Monitore, 9 Bildschirme kann ich, wie gesagt, einstellen. Und sobald ich hinten angekommen bin, springt das Gerät wieder auf den ersten Bildschirm zurück. Was haben wir noch? Wir haben hier oben rechts ein kleines Zahnrad. Wenn ich da draufklicke, kann ich den Taster einmal in den Programmiermodus bringen. Ich habe die Möglichkeit, 3 verschiedene Hintergründe zu wählen. Das heißt, ich habe jetzt den Monitor Bildschirmhintergrund 3, der ist einfach nur schwarz. Ich kann aber auch sagen, dass das Gerät einen silbernen Hintergrund haben soll. Wir sehen schon, das hat so einen leichten Aluminium-Edelstahl-Touch. Oder die Variante 3, eine Art Sternenhimmel-Hintergrund hat. Das heißt, ich sehe jetzt hier so kleine weiße Pünktchen, erinnert so ein wenig an den Abendhimmel. Wir bleiben mal beim schwarzen Hintergrund, da ist der Kontrast meines Erachtens am schönsten. Wir können die Helligkeit des Displays per Slider einstellen, auch das ist gut gelöst. Den Tastenton kann man in 4 Stufen verstellen. Wie ihr jetzt schon hört, der Tastenton ist schon deutlich.
Ich habe ihn deswegen direkt schon mal ausgeschaltet. Mir war er viel zu laut, sodass ich gesagt habe, das Ding soll gerne aus sein. Wir können über diese Einstellungsseite auch Datum und Uhrzeit noch mit einstellen. Falls ich keinen Zeitserver oder sonstiges zur Verfügung habe, kann ich das hier mit einstellen. Den Reinigungsmodus, klar, geht auch. Da ich in der Form über das Touchpanel drüber wischen kann, ohne dass irgendwelche Funktionen ausgelöst werden. Und ja, letzte Seite noch über, dass ich da einmal noch die Seriennummer und Hardwarestand sehe. Die Vielfältigkeit der Funktionen zeigt sich in der Applikation. Die schauen wir uns jetzt wie in gewohnter Manier gemeinsam jetzt an und da zeige ich euch noch den einen oder anderen Punkt, was ihr mit dem Minitouch 4 Zoll noch alles machen könnt. Die Applikation des KNX 4 Zoll Minitouch von Schneider Electric habe ich mir aus dem ETS-Katalog einfach in die ETS hineingeladen. Es begrüßt uns in der Form erstmal die grundsätzliche allgemeine Seite, um das Gerät entsprechend darzustellen. Sendungsverzögerung und sonstiges, da müssen wir, glaube ich, nicht allzu genau reingehen. Was ich hier ganz gut finde, ich kann die Tag-Nacht-Umschaltung bereits hier vornehmen, die zeitliche Abstufung. Das ist schon mal ganz cool. Bei der Benutzeroberfläche kann ich umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit, je nachdem, wo ich unterwegs bin. In unserem Fall sagen wir dann Deutsch. Hier eine wichtige Information: Um alle Umlaute oder Sonderzeichen darstellen zu können, müsst ihr in Projekteigenschaften auf UTF-8 einstellen. Hierzu auf dieses i-Symbol, in diesem Bereich auf Details und hier dann entsprechend UTF-8. Wenn ihr das eingestellt habt, könnt ihr auch alle Funktionen darstellen. Ja, wir haben jetzt hier noch verschiedene Möglichkeiten, Helligkeit auszuschalten. Das Thema, wann soll der Bildschirm ausgeschaltet sein? In meinem Video habe ich das auf 0 gestellt, dass die Uhr immer angezeigt wird. Und dieser Bildschirmschoner, das, was ihr sehen konntet, dass der Taster dann die Uhrzeit anzeigt nach gewisser Zeit, haben wir hier, in dem Fall nach 10 Sekunden. Vielleicht ein bisschen kurz, das könnt ihr natürlich selbst einstellen. Ansonsten Bildschirmzugriff kann man aktivieren und deaktivieren, das heißt, das ist die Sperre. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich nicht einzelne Seiten sperren, sondern nur den kompletten Monitor, den kompletten Bildschirm kann ich sperren. Ist nicht so ganz cool. Ich würde mir hier wünschen, dass ich einzelne Seiten separat oder einzelne Funktionen separat sperren kann. Wir haben den Näherungssensor, entsprechend was passiert, wenn ich an den Taster rantrete, wenn ich irgendwelche Bewegungen vor dem Taster mache. Ich habe die Temperaturmessung, die interne. Wir haben nur Temperatur, wir haben keine Luftfeuchtigkeit, das muss auch dazu gesagt sein. Hier kann ich also nochmal die Temperatur ein bisschen anpassen. Erweiterte Funktionen, das wäre dann die verschiedenen Regler, die baue ich mal einfach mit rein, dass wir hier so ein bisschen was an Features noch haben. Darauf gehen wir aber heute nicht näher drauf ein. Das würde dann noch den Umfang der SmartFacts ein bisschen überreizen. Gehen wir direkt zu den sogenannten bevor wir die Express-Einstellung machen, müssen wir natürlich sagen, wie viele Monitore wir haben. Wir haben bis zu 9 Monitore. Ich bin jetzt mal spendabel und gebe mal 2 zur Verfügung. In der Form kann ich jetzt sagen 2 Monitore. Die habe ich in der Form hier dargestellt. Ich kann jetzt sagen, dass auf der Bildschirmposition 1 der Bildschirm 1 sein soll und auf dem zweiten Position Bildschirm 2. Wenn ich jetzt doch ein paar Stück mehr eingebe, sagen wir mal 9, sehe ich hier, und das finde ich eigentlich eine ganz coole Funktion, muss ich sagen. Das hat mich bei manchen Touch-Displays in letzter Zeit gestört. Ich habe einen Bildschirm 1 mir eingerichtet, mit Dimmen, Schalten, wie auch immer. Habe aber festgestellt, dass dieser Bildschirm am besten auf der Position 2 oder 3 oder 4 wäre. Und ich könnte jetzt hier sagen, dass mein konfigurierter Bildschirm Nummer 1 soll jetzt beispielsweise auf der 9 landen und die 9 soll beispielsweise auf der 1 landen. Das heißt, ich kann im Nachgang immer noch mal die verschiedenen Bildschirme vertauschen. Das ist eigentlich eine ganz coole Funktion, da hat Schneider sehr gut mitgedacht. Was ich hier jetzt nicht schön finde, dieser Bildschirm heißt auch immer Bildschirm 1. Wir sehen es gleich, wenn ich jetzt hier umbenenne, den ersten Bildschirm auf beispielsweise Dimmen, dann wird der Name zwar hier umgestellt in den Express-Einstellungen, zu dem wir gleich kommen, aber nicht in meiner
in meiner Ansicht der Bildschirmposition. Das heißt, ich muss mir irgendwie noch merken, welcher Bildschirm war denn Bildschirm 1, 2, 3 oder 4. Kleines Manko, kriegt man aber auch alles hin. Ja, jetzt wir gehen wieder zurück, sagen, wir machen 2 Bildschirme, um die Sache ein bisschen kompakt zu halten. Wir haben jetzt auf dem einen Bildschirm dimmen. Da machen wir jetzt mal diese Funktion, die ich eben euch gezeigt habe. Das heißt, wir sind in Express-Einstellungen, suchen uns den Bildschirm aus. Ich habe ihn ja gerade eben schon dimmen genannt. Und in der Funktion suche ich dann, beziehungsweise stopp, tut mir leid, ich gehe noch eines zurück. Zuerst wähle ich aus, wie viele Funktionen sollen auf diesem Bildschirm sein. Ich habe jetzt hier nur noch die Wahl zwischen 1, 4 oder 6. Ich kann jetzt keine Abstufung in der groben Form machen. Ich bin also da in diesem Raster gefangen. Klingt erstmal komisch, aber es geht auch ganz gut so. Bleiben wir mal bei dem Standardfall. Ich sage, ich habe eine Funktion. Bei dieser Funktion, wenn ich den Wert 1 ausgesucht habe, werden mir diverse Möglichkeiten angezeigt. Um euch den Unterschied mal zu zeigen, jetzt sage ich hier, es sollen 4 Funktionen sein. Dann habe ich auf jeder einzelnen Funktion andere Möglichkeiten, die ich darstellen kann. Macht auch Sinn, weil diverse Funktionen benötigen ja viel, viel mehr Fläche zum Bedienen. Von daher ist das verständlich. Man muss sich hier so ein bisschen durchklicken, wie es am besten für den jeweiligen Fall ist. Wenn ich jetzt auf 6 Funktionen gehe, sehe ich auch hier schon, ja, das wird natürlich alles auch ein bisschen enger auf dem Bildschirm. Und auch hier ändern sich gegebenenfalls nochmal die Angaben. Wir bleiben erstmal bei einer Funktion. Wir haben sie schon dimmen eben genannt. Hier gebe ich dann auch den Namen nochmal, dimmen Deckenlicht beispielsweise. Das wird dann auf dem Monitor angezeigt und suche mir hier aus Helligkeit dimmen. Man sieht schon, ich habe hier gar nicht so viele Möglichkeiten. Das macht das aber sehr, sehr einfach von der Bedienung. Ich sage einfach nur, welcher Helligkeitswert ist Minimum, welcher ist Maximum, that's it. Und alles Weitere wird auf dem Display dann entsprechend angezeigt, in dieser einzelnen Funktion mit einem Drehkranz, was dann von der Bedienung entsprechend ist. Wenn ich jetzt sage, ich mache hier 2 Symbole oder 4 Symbole, Entschuldigung, die sind es ja drauf, kann ich sagen, dass die Funktionen immer als Pärchen ausgeführt werden, beziehungsweise als 2 Funktionen. Wenn ich also jetzt hier sage, Symbol 1 und 2 eingestellt als eine Funktion, dann ist der linke Button und der rechte Button kombiniert, beziehungsweise in dem Fall, den wir jetzt einmal machen, das Thema Deckenlicht. Ich habe jetzt hier wieder das Thema Helligkeit dimmen. Wir sehen hier, dass wir viel, viel mehr Features jetzt mit drin haben auf dieser Doppelbelegung. Und wenn ich jetzt hier dimmen Deckenlicht nehme und nenne es Helligkeit dimmen, dann bekomme ich diesen Slider, den ich dir vorhin schon gezeigt habe. Genauso verhält es sich im Bereich Jalousie. Das heißt, ich sage jetzt hier, die Tasten 3 und 4 sollen entsprechend genutzt werden. Dann wäre die Funktion 3, wenn ich die als Jalousie nehme, das ist dann in der Form Jalousie-Position und Lamelle. Die gleiche Thematik, ich kann hier noch ein Logo wählen. Wie ich schon gesagt, haben wir nicht die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, Logos hochzuladen. Das haben wir hier nicht vorbereitet, weil mir der entsprechende Adapter gerade nicht vorgelegen hat. Aber ich kann ansonsten die Logos entsprechend auch anpassen. Hier wähle ich jetzt Jalousie aus. Hier die Thematik, dass ich nur 2 Farben haben kann, grün oder weiß. Multicolor ist nicht möglich. In diesem Setting, den wir jetzt ausgewählt haben, sieht es so aus, wie ich es auch eben präsentiert habe. Wir haben oben die ersten beiden Taster oder die beiden Flächen sind eine geworden und sind fürs Licht zuständig und die andere sind dann entsprechend für die Jalousie. Wenn wir auf dem zweiten Bildschirm unterwegs sind, hier können wir ein bisschen mehr mal reinmachen. Gehen wir aus 6 Funktionen, dass wir was machen können, großartig. Wir haben jetzt hier an Standardfunktionen Schalten, Szene, Wertausgang, Schleifenbetrieb, Mehrfachbetätigung, aber auch solche Informationskacheln oder Informationsfeatures wie eine Wetterinformation, Energieüberwachung oder die Luftqualität, die ich dann entsprechend über externe Signale mit reinbringen kann auf meinen Taster und ihn somit als Informationsmedium auch nutzen kann. Wenn wir jetzt hier sagen, wir kombinieren mal
die Funktion 1 und 2 zusammen, haben wir nochmal andere Features, um es entsprechend nochmal darzustellen. Also hier macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit diesem Taster ein wenig näher zu beschäftigen. Die Applikationsbeschreibung fand ich ein bisschen dürftig, wenn ich ehrlich sein darf. Hier hat es mir mehr gebracht, mich mit diesem Gerät ein bisschen zu beschäftigen. Habe jetzt aber keine Punkte gefunden, wo ich sage, das kann das Gerät überhaupt nicht. Es gibt andere Produkte am Markt, die haben viel, viel mehr Features, ja, sind aber deutlich komplexer von der Einrichtung. Von daher ist das auf jeden Fall ein guter Wurf und Schneider bleibt sich auch der Programmiersprache oder der Worte in der Programmierung sehr treu, sodass man auf jeden Fall sich zu Hause fühlt, wenn man auch weitere Merten- oder Schneider-Produkte dahingehend nutzt. Ja, die Themen rund um den HLK-Regler möchte ich hier gerne erstmal aussparen. Wir könnten zwar jetzt noch in die Tiefen einsteigen des sogenannten FCU, also des Fan Coil Unit Reglers oder des Fußbodenheizung-Reglers. Das ist in der Form aber jetzt nichts Außergewöhnliches anderes, als es bei anderen Produkten oder es ist am Ende vom Tag marktüblich. Gut gelöst, ja, aber in Form der SmartFacts möchte ich hier jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wenn ihr hierzu Fragen habt, hinterlasst gerne die Kommentare unten und wir werden die gerne für euch beantworten, um euch da noch ein bisschen aufzuschlauen. Ja, wie ihr sehen konntet, auch schon in der Applikation, Schneider Electric hat es mit diesem Mini-Touch 4 Zoll geschafft, eine Vielzahl an Funktionen in das Gerät reinzubringen. Es bleiben eigentlich keine Wünsche offen, was man in so einem Touchpanel braucht. Er ist jetzt nicht so komplex wie andere Modelle am Markt. Dafür ist er sehr, sehr einfach zu bedienen und sehr, sehr einfach zu parametrieren. Und das muss man auch sagen, das haben andere nicht in der Form. Die sind relativ komplex, was die Applikation an sich angeht. Den Taster an sich sehe ich ganz klar auf einer Brust- bzw. Kopfhöhe, damit er gut zu bedienen ist. Und in der Kombination mit entweder Schalter und Tastern von Merten, sprich zum Beispiel den Tastsensor Flex, den ich letztes Mal schon mal gezeigt habe. Ich verlinke auch gerne nochmal hier zu dem Video vom letzten Mal. Oder auch zum Schalterprogramm D-Live von Merten passt der Taster optisch sehr, sehr schön. Und wenn man kein Merten-Schaltersystem hat, er passt auch optisch zu anderen ganz gut. Das muss auch gesagt sein. Wir sind ja universal unterwegs. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu dem Produkt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Wir beantworten sie sehr gerne. Und ansonsten, wie gehabt, schreibt uns oder ruft uns einfach an. Und wir geben euch gerne weitere Informationen zu dem Produkt und natürlich auch zu anderen Produkten.